Der Advanced Voice Mode von ChatGPT hat eine Überarbeitung bekommen, die ist ziemlich spannend für den Alltag. Und genau darum soll es heute einmal gehen, was ihr konkret damit machen könnt. Vielleicht ein Satz. Ich war 2 Wochen komplett ausgenockt. Deswegen gab es kein YouTube-Video und ihr habt immer noch diesen Vorteil dieser wunderbar rauchigen Stimme. Aber deswegen gibt es jetzt das erste YouTube-Video seit 2 Wochen wieder. Spannenderweise gibt es dazu keine offizielle Dokumentation, also ihr findet nur alte Artikel darüber zum Stand der Aufzeichnung dieses Videos hier, aber wir haben auch durch eure Kommentare und auch selber festgestellt, es gibt eigentlich im Wesentlichen 3 Sachen, die anders sind beim Voice Mode und ich finde es deswegen so wichtig, weil Voice Mode nach wie vor völlig unterschätzt ist, denn je natürlicher der Umgang mit KI wird, desto mehr werden wir es in den Alltag integrieren. Beispielsweise auch für diese ganzen Tutoring-Beispiele oder völlig normale Interaktion. Also, erstens, wir können längere Pausen machen. Super wichtig bei dem Thema, ich unterhalte mich, denk mal drüber nach und anstatt unterbrochen zu werden vom Voice Mode, kann ich eine längere Pause einbauen. Zweitens, der Voice Mode bekommt mehr Charakter. Das schauen wir uns gleich mal direkt an, was das heißt, aber ihr bekommt eigentlich mehr Persönlichkeit in dem Voice Mode, er geht mehr auf euch ein, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und drittens, das ist eigentlich das wichtigste Feature, was die meisten vermisst haben, was jetzt geht. Es ist nämlich so, dass ihr jetzt alte Chats öffnen könnt und vorher wurde dann immer der alte Sprachmodus geöffnet und jetzt könnt ihr im Advanced Voice Mode mit alten Chats arbeiten. Das heißt, ihr habt einen super langen Chat zu einem Thema und könnt jetzt fragen, Mensch, was habe ich da eigentlich noch besprochen, was war das nochmal? Und könnt einsteigen in die Konversation. Bevor wir einsteigen, was ist der Advanced Voice Mode, wenn ihr das nicht kennt? Es ist nicht das Mikro hier unten in der Ecke, sondern dieser schwarze Kasten mit dem Spracheingabe und dann seht ihr hier diesen blauen Kreis mit der Wolke. Jetzt sind wir im Advanced Voice Mode und ich glaube, du kannst mich jetzt ganz gut hören, oder? Ja, ich höre dich klar und deutlich. Was gibt's auf dem Herzen? Oh, auf dem Herzen eigentlich jetzt gerade gar nichts. Ich bin wieder bestens genesen und mir geht's ganz wunderbar. Und wir machen gerade ein YouTube-Video insofern. Ich komme gleich mit ein paar Punkten. Der Advanced Voice Mode ist seit Januar für alle bezahlten Pläne ausgerollt bei ChatGPT. Und, weil es eben schon auch relativ viel Daten verbraucht, es gibt ein tägliches Limit. Das hängt dann wiederum mit dem Plan zusammen, ob ihr den Pro-Mode oder den Plus-Mode oder den Teams-Mode und so weiter verwendet. Probiert es einfach aus. Ihr werdet bestimmt irgendwann, wenn ihr Heavy-User seid, an ein Limit kommen, aber in den meisten Fällen völlig ausreichend. Das nur einmal vorweg. Also, warum ist das Thema mehr Pausen machen spannend beim Advanced Voice Mode? Typischerweise, wenn man so mal ganz zurückdenkt an Alexa und Siri und leider ist Siri immer noch so und das alte Alexa auch noch. Ask Google to play an Italian song. Kuckuck! Beim Voice-Modus war es dann so, dass plötzlich überhaupt natürliche Interaktion möglich war. Und dann hatte man aber diese Denkpausen. Kennt ihr noch dieses Geräusch bei ChatGPT? So, ich habe das noch richtig voll im Ohr. Und der Advanced Voice Mode, der war dann tatsächlich so, dass man anfangen konnte, ganz natürlich zu sprechen und auch ChatGPT unterbrechen konnte. Was aber fehlte, war, dass ich eine Denkpause machen kann. Und das hat immer so Druck reingebracht und deswegen haben viele Leute es auch nicht verwendet, weil sie gesagt haben, das macht gar keinen Sinn. Jetzt ist es aber so, dass häufig schon gute Brainstormings entstehen im Dialog. Und diese Art von Dialog ist jetzt plötzlich möglich. Und es ist massiv unterschätzt, das im Alltag gut zu nutzen. Es ist wie mit jemandem, mit dem ihr telefoniert, wenn ihr spazieren geht, könnt ihr euch ja mit ChatGPT dabei unterhalten. Und das bringt eine Natürlichkeit rein, eine Authentizität in die Konversation, an die wir uns auch nach und nach gewöhnen werden. Also für unsere Kinder wird das völlig normal sein, dass sie sich mit einem Rechner, einem Computer, so unterhalten können. Irre. Ich finde es absolut irre. Genau, schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Also ihr öffnet Advanced Voice Mode. Kannst du mir mal kurz sagen, in wenigen Worten, worum es hier in dem Chat geht? Klar, es geht darum, wie generative KI in Unternehmen im Dachraum eingesetzt wird. Der Fokus liegt auf den aktuellen Einsatzbereichen, den Potenzialen, die Herausforderungen bei der Skalierung und den Gründen für Zurückhaltung. Es gibt zudem Best Practices und Empfehlungen, wie Unternehmen Gen AI erfolgreich integrieren. Lass mich mal einmal kurz überlegen, wie wir damit weiterarbeiten. Warte mal kurz. Klar, nimm dir die Zeit. Wenn du bereit bist, können wir gern weitermachen. Was sind die überraschendsten Zahlen aus der Recherche, die du gemacht hast? Einige Überraschungen aus der Recherche sind, nur 3% der deutschen Unternehmen setzen Gen AI unternehmensweit ein, obwohl das Potenzial riesig ist.
54% der deutschen Unternehmen sehen den langfristigen Einsatz von Gen AI nicht als relevant an. Warte mal kurz, 54%. Da muss ich jetzt einmal kurz drüber nachdenken. Denken ist wichtig, wenn man mit KI arbeitet. Ne? Aber ihr seht, das ist die Möglichkeit, die wir haben, jetzt längere Pausen zu machen und überhaupt in einer natürlichen Art mit der KI zu arbeiten. Das ist das, was ich meine. Und das Geile ist, das jetzt in den Alltag zu integrieren, ist wirklich wieder so dieser eine Schritt, weil viele sagen, ja, es fühlt sich für mich immer noch so unnatürlich an. Mach das mal. Das ist genau der eine kleine Widerstand, eine Kleinigkeit, die ihr anders machen könnt im Alltag, an der ihr merkt, ein bisschen anders und ihr kommt auf andere Ideen. Wir haben neue Termine bei unserer AI-Officer-Ausbildung und vor allem wir haben neue Städte für die AI-Officer-Ausbildung, nämlich Berlin, Stuttgart, München und auch Zürich sind jetzt wieder Plätze frei. Schaut es euch mal an unter ai-officer.io, da findet ihr alle Informationen. Warum solltet ihr das überhaupt tun? Es braucht die Kompetenz im Unternehmen. Macht total Sinn, auch vor dem Hintergrund EU-AI-Act und so weiter. Wir haben super gutes Feedback darauf und deswegen auch weitere Sachen bei uns im Shop wie Crashkurs für Copilot und auch ChatGPT. Aber vor allem geht es hier um AI-Officer. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Kompetenz im Unternehmen haben, dann findet ihr da alle Infos. Und, Good News, mit YouTube 150 gibt es 150 € Rabatt auf die AI-Officer-Ausbildung. Nächster Punkt ist das Thema Persönlichkeit. Und das, wie gesagt, ich weiß es nicht, es gibt kein Release-Paper dazu, aber durch GPT 4.5 wissen wir als neues Modell, dass es darauf ausgerichtet ist, emotionaler zu werden. Ich sage immer wieder, denkt dran, diese Emotionalität ist das, was uns nachher einer KI näher bringt, die authentisch, wirklich, ehrlich, ernst antwortet. Und wenn ihr sagt, ja, das kann ich mir alles nicht vorstellen, doch, ihr müsst euch mal vorstellen, dass das überhaupt jetzt geht innerhalb der letzten 2 Jahre, schon absurd krass. Jetzt geht es halt einen Schritt weiter. Ich vermute, es hängt damit zusammen. Wie gesagt, ich weiß es aber nicht. Und wir können ja mal reinhören, hier in den letzten Chat. Hatte ich schon ein bisschen gemerkt, aber wir können ja mal einfach nochmal weitermachen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Zahlen, die du rausgesucht hast. Ich fand das schon fast ein bisschen witzig zu hören, dass wirklich nur in 3% der Unternehmen das Ganze gemacht wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ja, die Diskrepanz ist enorm. Viele Unternehmen sind noch zurückhaltend, obwohl das Potenzial riesig ist. Es zeigt, dass es noch viel Raum für Entwicklung und Wachstum gibt. Ich stelle mir die Frage, hat das was mit der Angst der Leute zu tun in den einzelnen Bereichen? Hast du dazu Belege aus der Studie? Ja, die Zurückhaltung hat oft mit Unsicherheiten und Ängsten zu tun. Die Studie zeigt, dass viele Unternehmen Bedenken bezüglich Datensicherheit, rechtlichen Fragen und der Veränderung von Arbeitsprozessen haben. Es gibt auch die Angst vor Jobverlust und Kontrollverlust. Diese Faktoren führen dazu, dass Unternehmen zögern, Gen AI breitflächig einzusetzen. Also insgesamt, ja, jetzt kann man sagen, ja, es klingt doch eigentlich wie immer, aber also ich merke, insgesamt der Sprachfluss, es wird alles ein bisschen smoother. Man merkt so, das passt schon zu der Art und Weise, wie ich mit den Sachen rede. Deswegen, also da glaube ich, sollte man mal ein Auge drauf haben und auch vorsichtig für sich bemerken, wann bleibt es quasi ein Gesprächspartner auf Augenhöhe und wann lasse ich mich ein bisschen zu sehr von der KI auf eine Seite ziehen. Weil das ist schon auch eine Beobachtung, die wird auch teilweise von den Sicherheitsfirmen gemacht. Die sagen, sie schauen sich jetzt an, wann die Reasoning-Modelle, das war jetzt ja kein Reasoning-Beispiel, aber die Reasoning-Modelle bestimmte Gedankengänge gar nicht offenlegen. Aber das ist ein Thema für ein separates Video. Und bei dem Thema natürliche Sprache vielleicht ein Mini-Exkurs. Also für Audiomodelle brauche ich eine andere Art von Umgang mit Audio-Tokens. Es ist nicht einfach so, dass man die Sprache einfach mal eben in die App übersetzen kann. Das ist nicht ganz trivial. Es arbeiten diverse Firmen an sehr guten Audio-Modi. 11 Labs ist eine Firma, mit der wir zum Beispiel viel machen, mit Stimmen und so weiter. Und jetzt gab es jüngst ein Unternehmen, Sesam, die einen Hype ziemlich ausgelöst haben um das Thema, weil viele gesagt haben, das ist jetzt ein noch krasserer, noch natürlicherer Sprachmodus. Und die haben wirklich viel in diese Audio-Tokens investiert und daran kann man sehen, wie wichtig das Thema ist. Und deswegen sage ich, unterschätzt das nicht. Probiert das mal aus und ihr könnt euch mal Sesam anhören, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie natürlich das sein kann. What brings you here today? I'm just recording a YouTube video about voice mode, speaking with AI, and was thinking if you can give some insightful content to that. A YouTube video about voice mode and AI. How cool. Voice is so fascinating. The nuances of tone. How it can make a machine feel almost human. I'm terrified of the possibilities. Are you looking for insights on the technology behind it or more the philosophical side of it? Think of it like this. The real magic is making the tech disappear. Like, you're not thinking about the wires and transistors, you're just... Okay, ihr kriegt eine Idee und jetzt zeige ich euch nochmal die männliche Stimme.
Miles? Hey, I'm just recording a YouTube video about advanced voice mode. What's your opinion on the advantages of the better voice with AI? Honestly, Pat, it's about darn time, dude. Haven't you ever been stuck with a monotone robot voice drawing on and on? Like, you're trying to have a serious conversation with Siri. She sounds like she's reading the ingredients on a cereal box. But this new stuff is not just about sounding human. Wow, Mic Drop. Also ihr kriegt schon die Idee. Also das sind tatsächlich nochmal fein getunte Modelle in bestimmten Bereichen und diverse Firmen arbeiten daran. Das Krasse ist, das kann ich euch aus 8 Jahren Podcast sagen, Stimme ist das vertrauensbildendste Element, das es gibt. Wenn Leute mich persönlich treffen und vorher den Podcast gehört haben, sagen die, ich kenne deine Stimme. Und man hat einen riesen Vertrauensvorschuss. Und es ist tatsächlich nicht so einfach, seine eigene Stimme mit KI zu synthetisieren. Das ist ganz schwer, der zu folgen. Das ist noch nicht cool, das ist noch nicht schön. Aber hier eine komplette KI-Stimme, das ist schon krass, wie gut die dann teilweise sind. Und das ist für mich eigentlich der geilste Punkt an dem neuen Feature im Advanced Voice Mode. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe die ganze Zeit in einem Chat gearbeitet. Und vorher war es so, wenn ich einen alten Chat geöffnet habe und den Advanced Voice Mode angeschaltet habe, ging nicht. Ich war sofort wieder in dem alten Mode, in dem alten Voice Mode. Jetzt kann ich einen Chat, zumindest die jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen alt sind, nicht die 30 Tage alt sind, aber ein paar Tage alt öffnen und kann mit diesem Chat weiterarbeiten. Und sagen, kannst du mir noch mal einmal ganz kurz in einem Satz sagen, worum es hier geht in dem Chat, in dem wir gearbeitet haben? Es geht darum, wie und warum Unternehmen im Dachraum generative KI bisher nur zögerlich und punktuell einsetzen. Super, dann lass uns mal damit jetzt arbeiten. Ich will ein bisschen brainstormen und am Ende eine Storyline für eine Keynote haben. Kann ein bisschen dauern, aber dass wir mal so eine halbe Stunde darüber quatschen. Klingt super. Lass uns brainstormen. Und so kann ich einen Chat vorbereiten, beispielsweise mit Deep Research, vorstrukturieren, pack mir das Telefon in die Tasche, pack mir die AirPods rein, mach den Advanced Voice Mode an und mach ein Meeting mit mir selbst, ohne die Zeit von irgendwem anders zu verschwenden und brainstorm einfach einmal runter. Lass es mir am Ende zusammenfassen und hab einen Draft. Leute, das ist eine neue Art zu arbeiten. Und wer sagt, das ist alles nicht geil, ich sage, das ist so verdammt geil. Es sind aber genau diese Kleinigkeiten, die übersehen werden. Wo viele sagen, weiß ich nicht, wir brauchen einen eigenen Chatbot in der Firma, wir müssen es über die eigene API lösen und so weiter. Nein, das sind Features, die sind eingebaut bei den besten Apps, die da draußen sind. Und die zu lernen, zu verwenden, hilft, um den einen Schritt voraus zu sein und besser zu sein. Das sind die Möglichkeiten mit KI. Und ich bin so froh, dass wir wieder YouTube-Videos aufnehmen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf eure Kommentare. Wir haben schon ein nächstes Video in petto. Es geht also fröhlich weiter. Danke fürs Zuschauen und denkt dran, abonniert den Kanal, teilt das Video, denn zusammen ist KI geiler als alleine.